24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YPC-Zuschauer, herzlich willkommen zum großen YouTube Predator Cup Bankfinale 2023. Herzlich willkommen in Orellana la Vieja in Extremadura in Spanien. Wie im letzten Jahr sind wir in einer Region unterwegs, wo sich keiner der 4 Angler jemals aufgehalten hat, jemals geangelt hat, und das wird auch bis zum Turnier so bleiben. Niemand wird je hier einen Wurf gemacht haben. Alle 4 Angler müssen wirklich ihr komplettes Können aufbieten, wenn es im Kampf um die 3 Medaillen und diesen Pokal hier geht. Ein paar Informationen über die Region Extremadura und ihre Gewässer hat für euch Charles Rettinghaus. Wir befinden uns also in der Extremadura, einer von 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens. Die Region liegt im Südwesten zwischen Madrid und Lissabon. Westlich grenzt sie an Portugal. Sie ist größer als die Schweiz, Belgien oder die Niederlande, denn sie stellt 8,2% der spanischen Landmasse. Trotzdem leben hier nur etwas über 1 Million Menschen und damit nur 2,6% der spanischen Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdichte von 25 Menschen pro Quadratkilometer ist eine der niedrigsten in der EU. Die Extremadura ist wirtschaftlich vergleichsweise wenig entwickelt. Hauptwirtschaftszweige sind Dienstleistungen wie der Tourismus sowie Bau- und Landwirtschaft. Industrie gibt es hier kaum. Größter Hoffnungsträger ist der Tourismus und die damit einhergehende Dienstleistungsbranche. Sie ernährt 57% aller Einwohner und hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstumspotenzial freigesetzt, von dem auch andere Wirtschaftssektoren profitieren. Derzeit wird verstärkt auf dem Gebiet alternativer Energien geforscht. Der Export von Elektrizität aus 30 ortsansässigen Wasserkraftwerken sichert der Extremadura schon heute eine Vorreiterstellung auf dem Energiemarkt. Die nördliche Region der Extremadura ist wasserreich und fruchtbar. Dortige landwirtschaftliche Produkte sind Kiwis, Feigen, Sonnenblumen, Kirschen, Paprika und Zitronen. Südlich des Flusses Tajo ist das Land deutlich trockener, was großflächige Areale mit fast unberührter Natur entstehen ließ. Hier stehen viele Kork- und Steineichen, aus denen hauptsächlich Korken für Weinflaschen hergestellt werden. Außerdem lebt hier das schwarze iberische Schwein, das sich hauptsächlich von Eicheln ernährt. Es liefert den berühmten Jamón Ibérico. Uns hat es in den Südosten Extremaduras verschlagen, genauer gesagt in das Örtchen Orellana la Vieja, einer Anlaufstelle für viele Raubfisch- und Karpfenangler. Von hier aus starten unsere 4 Finalteilnehmer in jeden ihrer 3 Finaltage und dürfen von hier aus insgesamt 4 Gewässer beangeln. Den Embalse de Orellana, den Embalse de García Sola und den Embalse de Ciara, 3 Stauseen des Flusses Guadiana. Das 4. Gewässer, an dem gefischt werden darf, ist mit 13.000 Hektar der größte der 4 Seen, der Embalse de la Serena. Relevante Zielfische sind in diesem Finale neben Zander und Hecht, wie im Vorjahr, der Black Bass. Auch der Fang von Barben bringt Punkte. Flussbarsche gibt es hier nicht. Bevor wir zu den konkreten Regeln der Finalrunde kommen, blicken wir jedoch erstmal kurz auf die Finalteilnehmer und ihren Weg in die Runde der letzten 4. Titelverteidiger Ton van Ham von Westin konnte seine herausragende Leistung aus dem Vorjahr bisher komplett bestätigen. Der junge Belgier dominierte seine Vorrundengruppe C und auch im Halbfinale wusste er zu überzeugen, auch wenn es hier nicht für den 1. Platz reichte.
Ton holte wie gewohnt sehr viele Punkte in flachen Hechtpoldern, einer Gewässerart, die es hier so nicht gibt. Wir sind gespannt, ob ihn das genauso wenig stören wird wie im Vorjahr auf den Azoren. Der Grund, weshalb Ton sich im Halbfinale mit Platz 2 begnügen musste, hat einen Namen: Florian Hassenpflug. Der norddeutsche Strofft-Teamangler legte im Halbfinale in kürzester Zeit 3 unglaubliche Zander auf die Matte und konnte sich daher sogar einen vergleichsweise kleinen Barsch in seiner Fullcard leisten. Flo könnte 2 entscheidende Vorteile mitbringen. Er hat schon in etlichen Ländern der Welt auf Raubfisch geangelt, ist es also gewohnt, sich auf neue Umgebungen einzustellen. Dazu ist er der einzige der 4, der mit der Fliegenroute umgehen kann. Man munkelt, dass das zur Geheimwaffe auf Barbe werden könnte. Ton ist nicht der einzige Wiederholungstäter. Auch Patrick Marable aus dem Fox Rage Team war bereits im letztjährigen Finale. Der Bronzegewinner schaffte es damit, bei all seinen 3 Teilnahmen unter die letzten 4 eine unglaublich starke Bilanz. Sein Lieblingsfisch, der Flussbarsch, fehlt in dieser Finalrunde, doch dafür ist der Rheinländer mit britischem Pass unter den letzten 4 derjenige mit der größten Erfahrung im Black Bass Angeln, ein Zielfisch, der hier durchaus der Schlüssel zum Sieg sein könnte. Über Nace-Gründer Dustin Schönes Turnierqualitäten muss nicht mehr viel gesagt werden. Der Berliner konnte unter anderem die World Predator Classics Thunder Pro, den YPC Bank und den YPC Boat gewinnen, doch auch Silber- und Bronzemedaillen findet man in seinem Trophäenschrank. Anders als in den Niederlanden kann Dustin in Spanien weder auf eigene Ortskenntnisse noch auf sein holländisches Netzwerk bauen, doch er ist sicherlich der erfahrenste Turnierangler und kennt Drucksituationen im Kampf um den Titel am besten. Wir sind gespannt, welcher Faktor hier stärker zur Geltung kommen wird. Wie viele Fische welcher Art die Angler in diesen Gewässern fangen müssen und welche Zusatzpunkte erreicht werden können, erklärt Ihnen Toni direkt nach ihrer Ankunft in Spanien. Liebe Finalteilnehmer des YPC Bank 2023, herzlich willkommen in Extremadura. Ich werde die Regeln jetzt auf Deutsch vortragen, weil ich mitbekommen habe, wie gut Ton Deutsch spricht. Und er ist einverstanden. Schön, dass ihr alle hier gelandet seid, es hierher geschafft habt. Es erwarten uns insgesamt 4 spannende Tage. Morgen erstmal nur scouten, ein bisschen durch die Gegend fahren, gucken, ob man ans Gewässer rankommt, ob alles zugänglich ist, was ihr euch vielleicht so vorstellt über die Internetrecherche. Und am ersten Tag fangen wir dann um 12:15 Uhr an, am 2. um 10 und am 3. um 8:15 Uhr, sodass wir einmal die Abendstunden haben, einmal weder Morgen noch Abenddämmerung und am letzten Tag dann die Morgenstunden. Um eine Fullcard zu bekommen, braucht ihr 1 Hecht, 2 Black Bass, 2 Zander plus 3 eurer Wahl von diesen 3 Arten. Die Multiplikatoren sind so wie immer. Der Black Bass ersetzt den Flussbarsch, hat aber auch denselben Multiplikator von 2. Es gibt insgesamt 100 Bonuspunkte zu erreichen, 50 Topwater-Punkte insgesamt, 5 mal 10. Dafür zählen auch alle anderen Arten, die in den Seen unterwegs sind, allerdings dann über 50. Ansonsten gelten die Mindestmaße für die jeweiligen Fischarten. Das Mindestmaß für Black Bass haben wir auf 30 cm festgelegt. Wie auf den Azoren wird es Bonuspunkte für das Entdecken geben. Wir haben hier keine Insel, deswegen gibt es keine Island Points, sondern Explorer Points. Insgesamt habt ihr 4 verschiedene Gewässer, die ihr beangeln dürft. Und an 3 von den 4 müsst ihr mindestens einen maßigen Fisch fangen, um die Explorer Points zu holen. Die bekommt ihr allerdings nicht pro See, sondern erst wenn 3 Fische rausgekommen sind aus 3 verschiedenen Seen, dann gibt es eben 30 auf einen Schlag. Und um die 100 Bonuspunkte voll zu machen, haben wir dann auch noch den Bonusfisch Barbe. Gibt es auch verschiedene Arten, also wir sind nicht festgelegt auf eine Barbenart. Es zählen alle verschiedenen Barbenarten. Das Mindestmaß beträgt hier 50 cm. Jemand, der eine Barbe von 50 oder mehr fängt, bekommt nochmal extra 20 Punkte obendrauf. Damit sind die 100 Bonuspunkte vollständig, 8 Wertungsfische und ja, möge der Beste diesen Pokal mit nach Hause nehmen.
Ich wünsche euch morgen erstmal viel Erfolg beim Erkunden der Seen. Hoffe, dass ihr Erkenntnisse gewinnen könnt, die ihr dann natürlich im Turnier umsetzen könnt. Ich weiß, es ist schwierig, ohne Route ans Wasser zu gehen und vor allem ohne einen einzigen Wurf in dieses Turnier zu starten. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend und ich bin selber total gespannt, wie ihr das umsetzen werdet und wenn es losgeht, wer die ersten Fische fängt. Viel Erfolg, Jungs! Am Beobachtungstag, an dem alle 4 Angler ohne Equipment losgezogen sind, um so viele Erkenntnisse wie möglich zu sammeln, hat bereits ein Mietauto den Schotterpisten Tribut zollen müssen. Der Veranstalter richtet den Anglern am Vormittag des ersten Wettkampftages daher entsprechende Grüße aus, die Ton beim Frühstück in fabelhaftem Deutsch vorliest. Auch allen viel Glück heute, lasst die Autos heilen. So Angst um die Autos. Wir haben ein anderes Auto, wir haben es nicht mehr gefixt bekommen. Unser Auto ist leider mit Reifenpanne in der Werkstatt. Naja, wir müssen jetzt los. Der Wettkampf geht los. Es ist 10:45 Uhr, 35 Grad. Den ganzen Tag. Sonnencreme ist die erste Sache, neben viel Trinken, diese Tage durchzustehen. Klingt vielleicht ein bisschen albern, aber Angeln ist da im Wettkampf echt anstrengend. Unabhängig davon, dass man sehr viel läuft, ist es extrem heiß, man verliert viel Wasser, also viel trinken ist auch wichtig und man steht natürlich die ganze Zeit unter Druck. So. Let's go! Good luck. Thank you. Fuck them hard. Really hard. If not you, who else? Huh? Exactly. Hi guys, good morning. So today we are going to fish the first day of YPC final in Spain. Very high temperature. We have to drive 30 more minutes to the first spot, and there we will explain the full fishing plan that I made up to catch what we need to catch. Yesterday we were allowed to scout the water a bit. I walked with a Polaroid, I saw some nice fish, but then not being able to cast for them, it's one of the hardest things. So I really have an eager to start fishing right now. I will need to be patient for another 1 hour, but then I will be a happy man. We can start fishing. So let's see. Oh, natürlich war die Karre leer. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was hier rein muss. E5. Nicht, dass wir nachher Diesel tanken und dann nicht mehr weiterkommen. E5. Aha, was auch immer das heißt. Bei unserem Glück knallen wir wieder Diesel rein. Ich sehe das schon kommen. Da hat bestimmt irgendein Tankstellenmitarbeiter aus Versehen die Aufkleber verwechselt. Team Chaos. Hola. Oakley, Alter, das ist irgendeine Tankstellen-Billo-Sonnenbrille. Aber ja, kannst du gerne einstecken. Habe ich heute keine. Ist nicht so schlimm. Danke, ich musste gerade zahlen, deswegen konnte ich nicht rangehen. Jo, tschüss, danke, ciao. Das war der Flo, total nett. Der hat mich angerufen, dass ich meine Sonnenbrille vergessen habe. Ich habe mir dann heute schnell einfach, nicht so eitel sein, oder was heißt heute, gerade schnell an der Tankstelle gekauft. Naja, aber sehr nett. Es geht sehr fair zu, muss man sagen. Sehr angenehme Stimmung mit den Teilnehmern. Nicht so verbissen, finde ich gut. Trotzdem will natürlich jeder gewinnen. Schönen guten Morgen aus Extremadura. Wer hätte das gedacht? Finale, unglaublich. Wir sind in einem wunderschönen Stausee heute. Der erste Tag des Finales vom YPC und ich bin total gespannt, ob ich hier hoffentlich heute meinen ersten Black Bass, einen Hecht oder einen Zander fangen kann. Jetzt mag sich der ein oder andere wundern, warum fische ich hier direkt an dem Staudamm, sage ich mal. Und zwar hat das den folgenden Hintergrund. Man
kann im Hintergrund vielleicht erkennen, da ist eine Bojenkette. Und an diesem Stausee ist das so, dass die Boote hier nicht reinfahren dürfen. Das heißt, der Befischungsdruck ist hier deutlich niedriger. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir hier vielleicht schneller oder auch einen besseren Fisch fangen können. Und das Zweite ist, dass wir hier ein bisschen Schatten haben. Die Felsen hinter mir werfen Schatten ins Wasser. Die Fische suchen natürlich bei der extremen Hitze, heute wird es auch, ich glaube, über 35 Grad heiß wieder, suchen natürlich Schatten, um sich da aufzuhalten, weil auch der Beutefisch im Schatten ist. Der Cola- und Energy-Drink-Sucht, die trinkt Wasser. Alle, die mich kennen, werden jetzt einen Herzinfarkt kriegen und denken so, was ist mit dem Patrick los? Er trinkt freiwillig Wasser. Die letzten 3 Tage YPC Bank 2023 und what the fuck, ich bin schon wieder dabei. Ein Traum, ein Traum. Und wieder eine mega geile Ecke. Also Toni und Crew, geile Leistung. Und natürlich auch ein fettes Dankeschön an meinen Sponsor Fox Rangers, die mir sowas ermöglicht. Wir sind in Spanien an diversen Stauseen. Hier ist es jetzt der Orellana, geschrieben Orellana. Schönes, klares Wasser, sehr urige Landschaft. Zwar karg, ist halt typisch mediterran, ist auch ordentliche Temperaturen, so um die 30 Grad. Aber die Kulisse, das ist unfassbar schön. Also ich finde es klasse. Krasser Kontrast zu den Azoren, aber irgendwie genauso geil. Was ich geiler als auf den Azoren finde, ist die Straßen. Das ist Abenteuerurlaub pur. Also wenn man hier durch die Gegend fährt, braucht man definitiv ein Offroad-fähiges Auto. Aber da kann man wirklich Spaß haben. Wenn man es nicht übertreibt und dann einen Reifenplatzer kriegt, wie ein gewisser Herr. Mehr sage ich nicht. Oh. Wir sind am ersten Spot angekommen und das ist der Moment, wo die Nervosität so richtig reinkickt. Ein kleiner Downer war, dass hier unten gerade ein Angler war. Gut, kann natürlich auch sein, ist ein Zeichen dafür, dass hier zumindest Fisch ist. Er kommt jetzt auch hier hoch und hört auf. Ja, wir quatschen mal mit ihm. Die letzten Routen vorbereiten, den Rucksack vorbereiten, was für Köder denn überhaupt mitkommen. Und dann geht's endlich los. YPC Bank 2023. So what I will do is I will start on Embalse de Garza Soler. This is this lake, a big lake, many bays for topwater bass fishing. During that, I hope we can also do some sight fishing for big bass and pike fishing. Then after 3 hours, I will leave to the Zander lake and we try to fish the evening there. So the game plan today is to try and have a full card, but for sure catch bass and Zander. And then tomorrow we will probably go to another lake to try and get the lake points. If we catch today on the 2 different lakes already, we need only one other lake to catch something. And the barbel is not really something for me, but if we have the time to do it, I will try to catch them with small cranks and small soft baits. I've heard they are very aggressive in a certain lake, La Serena. From what I have heard, I think the easiest species to catch here, not on this lake, but in general over the 3 days, is Zander. I've heard the lake is filled with it, and especially the ones between 55 and 65 are easy to catch. And the hardest ones will be the pikes. As it's pretty hot in these areas, the pike tend to search for colder water and are in very deep water most of the time. So we will use the evening hour today in our strategy to try and catch a pike. Ton, Dustin und Flo beginnen also alle am selben Gewässer, am Embalse de Garcia Soler, jedoch befinden sich alle recht weit voneinander entfernt. Noch weiter weg ist Patrick, der als einziger am Embalse de Orellana startet. Seine erste Spotwahl erklärt er uns natürlich selbst. Warum bin ich hier? Ganz einfach, wir haben ein paar Tage vorher erfahren, wohin es geht, und normalerweise mache ich es nicht, zum Beispiel in Holland, weil ich dort regelmäßig bin und einfach dort auch die Zeit dann selber nutze, um Stellen zu finden. Aber hier will ich es nicht abstreiten, habe ich selbstverständlich auch bei YouTube geguckt. Und habe geschaut, ob ich anhand von Videos irgendwelche Stellen wiederfinde. Heidenarbeit, Spaß macht das nicht wirklich, aber unter den Umständen blieb mir leider nichts anderes übrig.
Und dies war hier zum Beispiel eine Stelle, die ich anhand der Felsenformation erkannt hatte. Und hier ein Baum und da ein Baum. Und auf jeden Fall dort wurden ein paar gute Fische gefangen. Ich glaube, das war ein Hechtspot. Und dort weiter oben auch. Plus Zander da oben. Aber als ich gestern herumgefahren bin, habe ich gesehen, dass auch sehr viele Bässe im Flachwasserbereich unterwegs sind. Also vermute ich, dass generell jeder Spot für alle 3 Fischarten interessant ist. Ich werde als erstes selbstverständlich Topwater fischen. Immer erstmal ein paar Würfe Topwater links, rechts abwerfen. Zügig gucken, ob was geht. Wenn nicht, Twitchbait. Wenn dann nichts geht, jiggen. Weil das sind 3 schnelle Angelmethoden, mit denen man schnell Fläche machen kann und aktive Fische sucht. So, hier vorne an der Spitze anfangen, ein paar Meter reingehen und dann hier rüber am Ufer entlang arbeiten. Wenn es dann nichts gebracht hat, das Auto steht jetzt vielleicht 50, 100 Meter von uns entfernt, bedeutet, wir sind schnell dort am Auto, können direkt weiter zum nächsten Spot. Weil das ist auch meine Taktik. Ich habe explizit Spots gesucht, die, wo ich nah am Wasser parken kann. Weil wir dürfen ja nicht mit der Angel vorab testen und deswegen weiß ich nicht, ob ein Spot zwar vielleicht sehr geil ausschaut, aber einfach nicht funktioniert. Und bevor ich halt zu viel Zeit verliere, indem ich zu lange ans Wasser gehe und wieder zurückgehe, habe ich mich eher dafür entschlossen, kurze Strecken zum Wasser, schnell abfischen und wenn, dann auch schnell weiterfahren. Los geht's! So eine richtige Taktik habe ich eigentlich nicht, weil ich natürlich hier noch nie geangelt habe in meinem Leben, aber der Zander soll am einfachsten sein, das heißt, ich werde mich konzentrieren, erstmal den Zander zu beangeln und Bass, weil beides hier, glaube ich, vorkommt. Ich habe mir einen Spot rausgesucht, der alles hat, also der Kraut hat, der tiefes Wasser hat. Ist immer gut, dass man nicht so viel reisen muss. Hecht soll am schwersten sein. Gucken wir mal. Was ganz wichtig ist für mich, rauszufinden, ob Finesse-Techniken oder eher Powerfishing Sinn macht. Das werde ich jetzt machen. Deswegen, erster Tag ist so ein bisschen exploren, rausfinden, was geht und dann ab morgen wird richtig angegriffen. Oh, my reel broke. So I will go to the car and put this rod away and I will use just one rod. Womit fange ich an? So, was für eine Übertreibung. Einfach 6 Routen mit ans Wasser. Natürlich, macht man halt so. So, let's go. Hoffentlich wird das was. Ich werde auf jeden Fall mit einem Popper anfangen. Und zwar ein Salmo-Popper. Der Rattling Pop. This weather is not a running weather. Okay. 1 Minute noch. I can start, right? Es ist soweit. YPC Bank 2023 Finale in Extremadura. Los geht's. First cast. Erster Wurf. Klassisches Jiggen, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, aber soll wohl gut funktionieren. Deswegen fangen wir so an. Hoffentlich geht was. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Sehr nervös. Biss. Erste Biss. Direkt hier vor den Füßen. Ich fische hier keinen Stinger. Auf dem 5-Inch Venom. Ich dachte, oh ja, man sieht es richtig. Das ist doch mal ein guter Start. Fast bassmäßig aus, um ehrlich zu sein. Vielleicht hätte ich warten müssen, wie die klassischen Bassangler, aber das ist doch schon mal gut. Fisch, nein! Ah, weg. Kleiner Black Bass. Der war zu klein, der hat den nicht richtig reinbekommen. Oh, da war der erste Biss. Das fängt doch geil an. Also der Kamerad hier, den hätte ich gerne jetzt an der Angel, aber im kompletten Zustand und lebendig. Und schöner. Ich kann aber jetzt partout nicht sagen, ob der Ende 40 oder sogar 50 plus hatte, aber ein schöner. Diese Taktik scheint aber nicht so gut zu sein von mir. Oh, it's not sizable, but at least they're trying to take it. Nice. At least a bit of action. We have plenty of time left, so. And we don't need to stress. We have 3 days and we just need to go all in for these topwater bass.
Ja, das ist krass. Man macht jetzt die ersten Würfe hier, ist schon so lange hier, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und erster Wurf gleich ein Biss, leider verknallt. Habe auf jeden Fall Bock. Das Einzige, was echt einem zu schaffen machen wird, ist die Hitze, die ist so brutal. Wahnsinn. 35 Grad. In der Sonne hier steht man halt den ganzen Tag in der prallen Sonne. Das ist natürlich Next Level. Fisch. Ja. Ein schöner Black Bass. Jawohl. Oh. Guter Fisch, guter Fisch. Ja, ich habe ihn, Leute. Ja, der erste Fisch. Schöner Blackie. Geile Nummer. Oh, was ein Start. Yes, yes, yes. Ja. Yes, ich freue mich. Und da ist er dran. Und hinten dann, ja genau, 44. Richtig schöner Black Bass. Ich habe hier Finesse gefischt. Mit einer ganz leichten Schnur, einem ganz leichten Blei und einem kleinen Finesse-Wurm. Okay, dann setzen wir den jetzt schnell zurück, den guten. Und da geht er. Sauber. Was ein Start, ey. Richtig geil. Yes. Flo holt sich den ersten Fisch der Finalrunde und es ist direkt ein richtig guter. 88 Punkte wandern auf sein Konto und obwohl er den Fang sofort eintippt, bleibt der Fish-Report der Gruppe vorerst still. Wir haben hier gar keinen Empfang. Jetzt werden die anderen bestimmt denken, ich habe noch nichts gefangen. Das ist auch genau richtig. Fischen jetzt mal weiter, mal gucken, was passiert. Weihnachten in Zahlen, ein Bag, 4 Varianten. Bis zu 9 verschiedene Angel-Highlights darin. Über 25 Premium-Hersteller wie 10 Feet Under, Daiwa, DRT, Duo, Elements, Hightech, LMAB, Blaze, Rapala, Western, Missouri und ZEC. Und das Ganze für nur 49,95 mit einem Warenwert von mindestens 70 bis 300 Euro. Perfekt für Hecht, perfekt für Zander und perfekt für Barsch. Leute, bloß nicht warten, nur solange der Vorrat reicht. Und natürlich nur auf Hecht und Barsch.de. Das Santa's Bag als perfektes Geschenk unter den Weihnachtsbaum für dich und deine Liebsten. I see a bass, close to 30. I think close to 30 at least. I scared him. I think that was for sure sizable. Got one. Surely not sizable, but he already has the big bass shaking moves. Nicely hooked in the mouth. Black bass of, what would it be? 15 centimeters maybe. But a good blow up. And at least it gives a bit of confidence
At least we know they are catchable in top water. I think it was 15 centimeters, but very aggressive. Oh, here's another one coming. Ah, but now they are a bit scared, I think. At least not sizable, so. But it gives good hope. Das ist wie so oft beim Angeln. Man muss einfach erstmal den Code knappen. Was wollen die? Worauf haben die Bock? Es kann sehr gut sein, dass ich jetzt an zig Fischen vorbeigefischt habe, die eigentlich richtig Lust auf einen leckeren Snack hätten. Aber es muss das Richtige sein. Vielleicht Gummi, vielleicht Krebs, vielleicht ein Jig-Spinner, vielleicht ein Spinnerbait, ein Bladed Jig. Ja, also sind wir wieder beim Probieren, geht über Studieren. Während Ton und Patrick es zunächst mit Oberflächenködern probieren, ist Dustin wie Flo weiterhin am Gewässergrund unterwegs. Allerdings wechselt er die Köderarten munter durch. So, ich habe ganz viele rote Krebse gesehen und seit neuestem bin ich echt ein großer Fan vom Net-Rig-Fischen. Hat mir sehr viele große Zander gebracht und tatsächlich auch Barsche. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich als Sidecatch, wie nennt man das, Beifang, vielleicht auch einen Bass bekomme. Mal gucken. Guter Fisch. Weg. Kescher ist hier. Auch ganz harte Kopfschläge. Oh, dicker Hecht. Nein, warum? Warum? Das ist immer diese Scheiße mit alleine Keschern. Yes! Oh, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig und es ist kein schlechter Fisch. Lass uns in den Schatten gehen. Ich will den ganz schnell hier rauflegen. Wunderschöner Hecht. Vorne dran. Über 0,5, also 96, siehst du das? 95,5 drüber. Ein 96er Hecht. Hier. Das war der Wärter am Poller da. Es ist sauheiß, deswegen machen wir es ganz schnell. Rennen runter und lassen ihn frei. Einmal noch der 96er Hecht für euch. Ich bin so happy. Das war eigentlich das, was ich dachte, ist am schwersten. Aufs Free-Rig. Yes, 96, das ist so gut. Und direkt meine Angstfischart abgehakt. Schnell in die Gruppe reporten, dann zeige ich euch den Köder. Yes! Geil, Dicker. Das ist richtig gut. Allerdings. Dustin setzt mit diesem Traumfisch ein dickes Ausrufezeichen. Das ist ein Fisch, der erstmal von der Konkurrenz gekontert werden muss. Die Mitstreiter sind jedenfalls allesamt beeindruckt. Ja, Dustin legt ihr mal direkt krass los. Fettes Petri, das ist ein 96er Hecht. That's of course a valuable fish because I think the pikes, as I said in the beginning, I think the pikes are the hardest ones here. Ja, der macht seinen Namen als Großhecht-König alle Ehre hier wieder, auch in Spanien. Respekt, Petri Dustin. Oh, ich bin am Zittern. Der Raven am Free-Rig hat's gebracht. Geile Methode, weil der so schön langsam hinterher trudelt. Eigentlich war es für einen Zander oder einen Bass gedacht. Im Hecht bin ich auch happy. Ich glaube, jetzt probiere ich noch ein paar Zanderwürfe und wenn nicht, gehe ich da vorne, wo ich Topwater Bass vermute. Yes! Oh, come on, dude. Really?
Okay, so I just lost a big bass on topwater. He smashed the topwater fully in the air. I don't think... Yeah! Fish on. No! Fuck! That was sizable. Fucking hell. Shit. That's what I just said to the camera, man. You need a bit of luck for these topwater fish. Hooking them nicely is hard, as you could see. This one was nicely hooked, but he got off. And it was a sizable one. Surely a sizable one. Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass ich da draußen Fisch springen sehe. Ich fische das einmal mit Gummi aus. Ja gut, aber super gut beißen tut es jetzt auch nicht. Wir angeln jetzt schon eine halbe Stunde. Come on, how much bad luck can you have? Fucking hell, man. Das gibt's nicht, dass hier an dem Stein nicht steht. Der sieht so gut aus, wie der hier liegt. Aber scheint nichts zu stehen. Mal hier noch mal rein, schnell. Ja, ja. Oh, der ist nicht so groß. Deswegen habe ich einen schwimmenden Kescher. Jawohl. Oh, der wird knapp. Ich glaube, der hat es nicht ganz. Aber es ist ein Schwarzbarsch. So. So. Der hat es tatsächlich doch. So. Und da sieht man es. Sogar 31, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der Anfang. Sehr schön. Cool. Und da geht er. Sauber. So, weiter geht's. Übrigens zum Bassangeln, ganz wichtige Sache in meinen Augen. Viele machen sich ja manchmal so ein bisschen zu verrückt, was Bassangeln betrifft, so über die Methoden. Dabei sind eigentlich sehr viele, wenn nicht sogar der Großteil der Methoden, die wir fürs Barschangeln, aber sogar auch fürs Hechtangeln verwenden, entstammen dem Bassangeln. Weil die ganzen Finesse-Rigs, Carolina, Texas, Dropshot, Ned-Rig, Free-Rig, Jigger-Rig, das ist ja alles aus dem Bassangeln. Und Swimbaits werden beim Bassangeln verwendet. Spinnerbaits sowieso, Jerkbaits, Twitchbaits. Von daher, man muss vielleicht einfach nur die Köderführung, die Stellen, wo man angelt, Ködergröße, Köderwahl, irgendwo klar an die Fischart anpassen. Das müssen wir ja auch. Wir fischen ja auch nicht exakt gleich mit einem gejickten Gummifisch auf Barsch, wie auf Zander, wie auf Hecht. Meistens jedenfalls nicht. Und deswegen, das Anpassen ja, aber grundlegend dürfte jeder von euch die Techniken beherrschen, die man braucht, um Bass zu fangen. Also nie verrückt machen, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wo Bass sind. Einfach probieren und ihr fangt die Fische. Schwierig manchmal die Bisse von einem, wenn er so über einen Stein klackert. Das ist ein Biss. Ja, der ist besser. Der ist besser. Der ist besser. Nicht da rein, mein Schöner, nicht da rein. Bleib dran, bleib dran. Nein, 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 nicht springen. Jawohl, ich habe ihn. Yes, geil, geil, geil. Der ist besser. Nicht so groß wie der erste, aber besser als der letzte. So, ist vorne dran, hinten und liegt genau auf 39,5. Ja, wunderschöner Black Bass, den setze ich jetzt schnell zurück. Auch nicht lange fackeln hier in der Wärme. Und der wäre fast in einem Stein abgegangen. Alter Schwede, die wissen genau, wo hier jeder einzelne Stein liegt und die wollen da sofort rein. Also muss er echt ziehen, wenn die beißen. Hoffentlich ist mein Haken nicht allzu doll aufgebogen. Die erste Stunde ist rum und bisher ist es Flo's Plan, der hier am besten aufgeht. Der nächste Bass am Dropshot Rig. Diesmal ist es wieder ein besserer. Der Tabellenzweite schützt sich derweil vor der gleißenden Sonne. Ich stelle mich hier in den Schatten, weil die Sonne ist zu krass. Aber es hat gerade gut funktioniert. Ich bin jetzt aufs Zanderangeln noch leichter gegangen. Bei der Hitze ist oft so, dass die
das nicht ganz so schnell mögen. Manchmal ist es aber auch genau andersrum. Also man muss das einfach ausprobieren, dadurch, dass wir die letzten Tage nicht trainieren konnten. Angel ich jetzt mit 5 Gramm auf 4 Meter, also relativ leicht. Mal sehen, so ein Zander war da, kein Biss gespürt, hat den Köder aufgenommen, als er auf dem Boden lag. So ein Zander wäre jetzt schon echt ein Traum. Dafür, dass hier die Zander, so war die Aussage von den Einheimischen, dafür, dass die Zander eben hier richtig ans Band springen sollen, sind die bis jetzt relativ verhalten, würde ich sagen. Was man natürlich noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, aber vom reinen Anglerverständnis starten wir natürlich in der schlechtesten Zeit, 12 Uhr mittags, brütende Hitze. Ich denke, heute Abend wird es dann noch ein bisschen mehr abgehen mit dem Beißen. I mean, it's just a theory, but I think the small bass are harder to catch on topwater than the big ones. I'm using pretty big lure, 11 centimeters, and the mouth is too small to swallow it. I think if you have a big bass with a bucket of a mouth, it will not come off so easily. But if the lure is on the small bass outside and they start shaking, which they do, of course the chances are higher to lose it. I don't have so much luck so far. I lost 3 nice bass, sizable ones. I'm not saying it were the biggest ones, but it for sure would have been nice to have the topwater points already. I hope my luck will change a bit and that I am able to pull off a really big bass on topwater. Big one! Pike! A pike! But not at the limit. It's not 45, is it? I will measure it. It will not be too far off also. It's 40. Okay. At least the blow up was nice. Would it have been a bass? Then it would have been a bass of 40. But it was not a bass. At least we know it won't take that long anymore until we have a sizable fish. I think, based on the bites and they really like the topwater first in, spot on. So I'm guessing, just guessing, that it won't take too long before we have a sizable fish. And I'm also hoping so, because we lost enough fish so far. Was jetzt ein bisschen mich irritiert ist, dass die Bass, die ich halt im Trainingstag am Ufer patrouillieren gesehen habe und dann mir auch heute Morgen da gesehen hat und vorhin habe ich auch noch einen gesehen. Oder heute Morgen, wir starten ja heute Mittag. Auf jeden Fall, dass man Bass am Ufer sieht. Ich habe schon damit gerechnet, dass der ein oder andere beißt. Besonders wenn man halt ein bisschen schräg zum Ufer vorwirft, bevor man da hinkommt. Dass die da in der Nähe sind, sich vom Köder animieren lassen. Aber dass da keine Reaktion kam, blöd. So, letzter Wurf mit dem Twitchbait und dann Fisch, Schwarzbarsch. Nicht springen, nicht springen. Joppale. Kleiner Schwarzbarsch. 32 tatsächlich, ja geil. Not too shabby. Klein, aber mein. Ich freue mich. Setzen wir den schnell zurück. So. Joppale. Und da geht er, weg ist er. Jawohl, auf den letzten Wurf. Letzter Wurf mache ich jetzt hier mit dem Köder. Und dann kam tatsächlich noch ein Biss. Krass, hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Das war jetzt der letzte Wurf hier am Spot. Ich komme hier auf jeden Fall wieder zum Zanderangeln. Aber ich gehe jetzt erstmal da in der Bucht probieren, ob man da einen Bass auf Topwater kriegen kann. Ich habe hier, wenn man so den Leuten zuhört, irgendwie verstanden, dass sie tagsüber sogar besser, anders als man denkt, besser auf Topwater reagieren. Vielleicht war es eine Verwirrungstaktik, aber auf jeden Fall Grund genug, es mal auszuprobieren. Deswegen Routen geschnappt, da hinten hingelaufen und dann ein bisschen Topwater angeln.
Good one. Stay low. Stay low. Woo! Ah, it will be close, but I think it's sizable. I leave it in the net for now. Nice blow up. Oh. It's very close. It's very close. No, it's sizable. Yes! We have a bass off. 33, agreed. First bass, 33 centimeters, top water points. We release him quickly, it's warm. I will explain the technique later. Oh, nice! Yes! After some bad luck, but I have to say, if this one was 33, then the one we lost was over 40. Anyway, we continue fishing. Let me talk really quickly about the lure that I used on topwater. So this is a very nice topwater walker, so a stick bait. Goes left, right if you twitch it, a little bit like a jerk bait or a twitch bait. It's 11 centimeters and it's highly floating, so it's making like a really nice movement. And in front we made it a little bit like a popper, so it has both functions in one lure. Let's see if we can catch a bigger one on it. Let's go! So, weiter geht's. Wie eben schon angekündigt, geht's jetzt zum nächsten Spot. Ab in die Sonne, dem Schatten hinterher. Jo, was geht's? Wo ist meine fucking Sonnenbrille? Ah ja, nächste Brille weg. So, hier am nächsten Spot eine flache Bucht. Probieren wir mal ein bisschen Topwater zu angeln. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber wäre natürlich schön. Jetzt kommt der Oktopus. Gucken wir die Farbe. So. Total wirrer Köder aus Japan. Habe ich selbst auch noch nie gefischt, aber ich habe gehört, der soll richtig gut sein. Deswegen mache ich mal einen Wurf mit dem, mal gucken, was passiert. Ist das ein Biss? Bin mir nicht sicher. Doch. Es ist ein Biss. Doch ein Fisch. Oh ja, der ist schön. Nein! Oh, Scheiße! Oh. Aber ihr habt es gesehen, dieses Oktopus-Ding fängt. Also Fische gibt's hier? Definitiv. There is another one, but I don't think it's sturdy. It will be close. It's one hook. Just one hook. Oh, come on, dude. 31 centimeters. Very happy with it. It's warm weather, so let's release him. There you go, buddy. Thank you so much for biting. Fisch. Scheiße, wie kriege ich den denn jetzt gelandet? Den werde ich handlanden müssen. Ich habe ihn, jawohl. Ah, die halb hat er nicht. 37. Und weg ist er. Jawohl. Ja, Greif, gibt's gerade gar nichts. Bass. Jawohl. Da ist Nummer 1. So, lassen wir lieber in der Hitze noch kurz im Wasser liegen. Das ist ein schöner Fisch. Der könnte an die 40 gehen, 38 vielleicht. So, der Reaper und der Bass. Topwater, also 10 extra Punkte. Der will jumpen, der will springen. So, vorne dran. Ein wunderschöner Bass. 42 auf dem Reaper. Geil. Der darf wieder zurück. Ah, sorry. Yes. Okay, super. Das war doch schon mal wichtig. Auch für Selbstvertrauen.
Die Black Bass sind on fire, zumindest am Garcia Sola. Flo, Ton und jetzt auch Dustin können Fische in den Kescher bringen und Punkte sammeln. Ton und Dustin auch schon die ersten Topwater-Punkte abhaken. Bei Patrick am Oriana geht es noch sehr ruhig zu. Die Fangmeldungen der anderen setzen ihn vermutlich zusätzlich unter Druck. Die Jungs rasten aus. Jungs, Chapeau. Auf unseren Reaper. Ich habe vorher schwarz geangelt und dann auf natürlich gewechselt. Und das hat dann den Biss gebracht tatsächlich. Oh geil, reingestiegen das Ding. Direkt hier vom Ufer. Mir ist schwindelig. Oh, ganz schön heiß. Okay guys, so we reached the end of my stretch. We've had much bad luck, to be honest. We could have had a full card on top water, but yeah, what do we do with could have had? Nothing, of course. We go back to the spot where I lost the first nice fish, and I try with a little worm there. And then we continue for another stretch, and then we move waters. Let's go. I was a little excited. I went a little ahead of the cameraman. That's why only the netting is on here. But this is the third topwater bass. And it is 34 again. The third topwater bass for me, 34 centimeter. I saw a really big school of bass, so I release it quick and we try and catch another one. It's still the same lure. I'm throwing the spot on top Walker from Westin. This one works really well. Okay, let's quickly try and catch another one. It was a school of, I think, maybe 20 of them. Wow, das waren 50 plus. Ich habe nicht drauf geachtet, habe mich bewegt und dann habe ich nur gesehen, wie der Schatten so ein Stück hinterm Köder war und abgedreht hat. Lecco mio! Aber so nah kam heute noch kein Fisch meinen Köder, so wie ich es mitbekommen habe. Wir nähern uns zumindest schon mal dem Biss. Ja. Nimm ihn. Nimm ihn doch. Nein! Er kommt. Oh, er ist hinterm Köder. Nimm ihn. Oh. Der nimmt ihn nicht. Und werfen wir ihm mal was Weiches hin. Ja! Oh! Oh! Alter, das ist ja so geil. Den gesehen und vor Schreck angehauen, ihr wisst alle. Ein großer Fehler. Boah, hat der den genommen. Boah, oh, da sind sie. Da kam wieder einer. Zwei große. Wenn man hier die großen Fische lang patrouillieren sieht, das hatten wir jetzt dreimal, hat dreimal gebissen. Also ärgere ich mich doch sehr, dass ich meine Polbrille vergessen habe. Aber ey, so ist es. Muss mir mal heute, oder vergessen ist gut, verloren. Muss ich mir einfach eine neue organisieren jetzt. Heute Abend. Und da hat man immer auch mal wieder so kleine, die jetzt schon wieder dahinterher waren. Die braucht man natürlich nicht. Das war jetzt für mich hier der letzte Wurf. Und dann geht es an den nächsten Spot. Weil das hat ja gar nichts gebracht. Den Nachläufer, den hätte ich gerne bekommen. Aber was nicht ist, kann noch werden an der nächsten Stelle. Ja, schauen wir mal. Aber bis für mich jetzt nach Spot 1 schon mal Petri an meine lieben Konkurrenten, Mitangler, whatever, schöne Fische hier gefangen habt. Petri. Aber ab zum Auto, ab zur Klimaanlage. Mir läuft der Schweiß runter, ich muss ins Auto, ich muss in den Schatten. Puh. Noch 1, 2 Würfe und dann geht es erstmal zum Auto, was trinken. Boah, das hält man sonst hier echt nicht aus. Das ist der Wahnsinn. So,
wir jetzt einen Fisch? Oh, here is a big one. You see him? I'm coming over him. He's just not reacting. Oh, da ist ein ganz dicker Bass. Nicht bewegen, nicht bewegen, richtig dick. Der größte von heute, wenn der geht. Der hat gepiekt. Ich habe es richtig gemerkt, ich habe es gesehen. Boah, der war richtig groß. Schade. 2 Würfe noch mit dem Droppy Shoddy und dann sind wir hier auch schon gone. Also ich habe jetzt schon 2 richtig gute Wessi gesehen. Steck mal da hinten bei den Felsen, besonders da gegenüber, wo die im Wasser liegen. Da werden definitiv welche stehen. That's a solid fucking bass. It's not really reacting. No, he saw us. Kleiner Bass, Mindestmaß ist 30, was hat er, 28 vielleicht? Ah, da ist er. Weg ist er. Oh, it's a pike! It was a pike, I think. Here he's coming. He's coming. What? What is he even doing? Und da ist der Hänger. Und ab. Doch gesagt, einmal die Mauer berührst mit der geflochtenen. Feierabend. Gut. Weiter geht's, ab zum nächsten Gewässer. So ein Mist. So, das war, glaube ich, schon recht erfolgreich. Ein paar schöne Schwarzbarsche. Und unser Ziel heute tatsächlich ist ein bisschen riskant, aber wir versuchen die Island Points oder Explorer Points zu machen. Fahren jetzt ans nächste Großgewässer und probieren da 1, 2 Fische zu fangen. Und wenn das klappt, fahren wir ans letzte. Drückt mir mal ganz fest die Daumen, dass das klappt, dass wir die 30 extra Punkte noch absagen können heute am ersten Tag. Auf geht's! Patrick nimmt am Oriana einen kleineren Spotwechsel mit dem Auto vor. Flo fährt deutlich weiter. Vom Garcia Soler macht er sich auf zum Embalse de la Serena. Ton und auch Dustin haben ihre Autos bislang stehen lassen. Doch das könnte sich auch bald ändern. Mein Bauchgefühl ist gerade tatsächlich nicht so gut. Wenig Fischaktivität hier. Bisher haben wir zwar noch gehabt, aber von so ganz kleinen Fischen. Da war vorhin irgendwie doch mehr los. Ich überlege jetzt echt, wo ich gesagt habe, ey komm, ich will heute nicht viel fahren. Ich überlege jetzt echt nochmal den Spot zu wechseln. Optionen sind jetzt auch nicht so gut, weil wir ja nicht viel kennen. Aber wenn ich hier einmal durch bin mit der Topwater-Aktion, dann setzen wir uns ins Auto, machen die Klimaanlage an und fahren nochmal zu einem anderen Spot. Vielleicht auch zu einem anderen Gewässer. Oh, der ist groß. Alter, der ist groß. Alter, jetzt habe ich ihn. Gerade habe ich gesagt, dass es nicht sich gut anfühlt und dann ist er mir eingestiegen. Der ist auf jeden Fall maßig, hängt ganz knapp. Jo, da ist er. Auf dem Reaper, gerade die Farbe gewechselt. Oh, Gott sei Dank. Mal wieder ein bisschen Aktion hier. Ja, kein Riese, aber ein 35er wird das sein. Messen wir jetzt mal. So, Tape ist nass. (35,5) überschritten. Ja, 36. Wahrlich kein Monster, aber Topwater-Punkte und das ist wichtig. 10 Stück. Oh, endlich mal wieder was zu reporten. Viele werden jetzt vielleicht sagen, warum nimmt er denn keinen Kescher? Ich finde persönlich, bei so einem Topwater-Köder hängen 3 Drillinge draus, so ein Fisch, dann haut er den Drilling ins Netz, passiert unwiderruflich, schlägt, haut sich ein Loch rein, so ist viel Schoner. Man liftet den ja nicht, man nimmt ihn dann vom Boden ab, der kann sich nirgendwo verfangen, liegt hier im Wasser, viel besser als mit einem Kescher, bevor die Leute jetzt wieder aufschreien. Ihr wisst, S10, eine meiner liebsten Farben, damit habe ich auch den großen Barsch in der Vorrunde gefangen. Scheint zu funktionieren. Vielleicht auch eine gemochte Farbe von den Bass. Ja, die Jungs sind on fire. Machen auf jeden Fall einiges richtiger als ich. Ich werde jetzt bis ans Ende der Bucht mal mit einem Chatterbait durchfischen und gucken, ob ich irgendwie damit einen Fisch ans Band kriege.
Und wenn ich dann da, sagen wir mal, nicht bis ganz ans Ende der Bucht, so 10, 20 Meter weiter, als ich vorhin war, wenn ich angekommen bin, dann geht es im Auto und dann ab zum nächsten Spot. Dann ist es halt so. It's coming. I'm so close. How close was I? Maybe I shouldn't have popped it. There is something he likes. Oh, Alter, schon der nächste gute Biss. Der hat meinen Köder so attackiert, dass der bestimmt 10, 15 cm aus dem Wasser geflogen ist. Ich weiß nicht, warst du schon drauf? Nee, ne? Schade. Das war lustig. Den Köder weggeballert. Der Köder ist richtig hoch in die Luft geflogen. Die scheinen jetzt hier ein bisschen aktiver zu sein, die Biester. Hoffentlich kommt da noch einer für die Wertung. Oh, Alter, der war 45 plus. Hast du den gesehen? Oh, das ist ein Vieh. Alter, hast du den gesehen? Scheiße. Alter, ich dachte, hier gibt es keine richtig großen, aber das war ja ein Monster. Der kommt bestimmt nicht normal, ich habe den richtig gemerkt. Ich habe einen, aber der ist kleiner. Schade, ey. Egal, Maß hat er auch. Sehr ärgerlich. Ungefähr die gleiche Größe, würde ich sagen, wie eben. Guckt jetzt, die Drillinge hängen raus und wenn ihr den jetzt in den Kescher haut, dann reißt er sich das ganze Maul auf. Das will man natürlich auch nicht. Schade, einen richtig großen gehabt. Danach ist der eingestiegen, aber die Fische sind aktiv. So 35, kein Monster, aber schöner Topwaterfisch. Schnell zurück. Schade, ey, einen richtig großen Feuer drauf. Na komm, großer. Zurück, Dankeschön. Andersrum, andersrum, andersrum. Boah, das sind schon geile Fische, ey. Geile Fische. Reporten schon mal 3-mal extra Punkte. Also schon 30 extra Punkte. Das ist schon mal nicht so schlecht. We are going to switch lakes in order to try and get lake points. So not today the lake points, but then we can cross 2 lakes off the list. We will try to catch sander and pike there. Let's go. Jo, aber ja, der nächste, gleiche Kategorie. Der nächste 36er. Ihr müsst größer werden, aber 10 Topwater-Punkte. Ich glaube, jetzt habe ich 4. Sehr, sehr cool. Schnell reporten. Oh, ich richtig dreckig genug. Oh, wie die immer komplett aus dem Wasser springen dabei, ey. Oh, das war ein schöner Fisch, ey. Oh, Alter, Herzinfarkt. Du hast es nur gehört, ne? Ja. Alter. Mit ganzer Länge aus dem Wasser gesprungen, das Vieh. Oh, geil. Nicht gefangen leider, aber das war oh, geiles Erlebnis. Und das ist ein kleiner Hecht, oder? Ja, deswegen ist auch ein ganzer Körperlänge aus dem Wasser gesprungen. Was ist Maß? 45, glaube ich. Hat er vielleicht sogar. Gucken wir mal. Über 0,5, also 46. Guckt die noch euch an, ganz schnell. Oh, ist heiß. Ich dachte gerade, bringt mir nichts, aber nein. 10 Topwater-Punkte. Jawohl. Damit sind meine 50 zu erreichenden Topwater-Punkte erreicht. Während Flo im Auto sitzt, macht Dustin die Topwater-Punkte voll und liegt jetzt mit 4 Bass, 2 Hechten und 50 extra Punkten auf Platz 1.
Der zweitplatzierte Flo sitzt nach wie vor im Auto zum Embalse della Serena, während Ton den Embalse de Oriana ansteuert. An diesem Gewässer hat Patrick gerade zum zweiten Mal den Spot gewechselt. Also ich bin jetzt hier im Spot. Hier war ich gestern. Habe auch hier irgendwo geparkt und bin ein bisschen am Ufer entlang gegangen und da kamen direkt 2 Bass im flachen Wasser angeschwommen, 2 schöne, so 40 plus. Und daher hoffe ich, dass ich hier jetzt endlich einen Topwater-Biss kriege und nicht nur Nachläufe. Und überhaupt immer einen Fisch zu fangen, weil es ist ein bisschen einsam da hinten. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. Faster. This let it go, I can let it go. This let it go, I can let it go. You think I'm too much, because I'm too much. Don't you gotta go, cause I gotta go. Let it drive on, full power. Never hit the brakes, no come on. I gotta go, I gotta get. I'm on my way to get the full power. Won the game, first place, MVP, I say GG. Alter, das war ein richtig großer Fisch. Und ich habe so im Kraut gehangen und dachte, ey, ich habe das bei den Amis gesehen, dass man da einfach so dann ein bisschen noch reinschlagen kann. Und dann ist so richtig eine Maschine da reingeknallt. Leider nicht bekommen. Das wäre mein Upgrade gewesen, das ich jetzt noch wollte mit Bass. Oh, wieder ein dicker. Und wieder genau so. Hast du gesehen? Wieder einfach übers Kraut geleiert. Oh, das mache ich mir auf jeden Fall morgen fertig. So einen kleinen Frosch, so einen Grub, einen kleinen von uns. Und den werde ich einfach ins Kraut werfen hier und drüber schleifen. Das geht ja sogar hier mit dem Reaper, der hängen bleibt. Die kommen einfach, knallen durchs Kraut und zimmern sich den Köder weg. Krass. Heavy Cover Fishing. So wie die Amis. Auch wenn es mir extrem viel Spaß macht, glaube ich, müssen wir hier gleich abhauen. Klar, Upgrade für Bass wäre geil. Sie sind auch hier. Ich hatte jetzt wirklich ein paar, die deutlich größer waren. Aber Zander ist natürlich erstmal wichtiger. Und deshalb werden wir hier den tollen Topwater-Spot verlassen. Aber ich denke, in den nächsten Tagen werden wir auf jeden Fall noch mal herkommen. Mal sehen, wann sich Dustin tatsächlich von seinem Hotspot trennen kann. Flo hat seinen Gewässerwechsel nach langer Autofahrt endlich hinter sich gebracht und der erste Spot wirkt auch direkt vielversprechend. Oh, da ist eine Barbe. Da ist eine Barbe. Ja, jetzt hat sie ihn gesehen. Sie kommt. Steht dran. Steht dran. Nein, hat sie nicht genommen. Scheiße. Nein. Die Barbe.
Scheiße. Fuck. Mist. Ja. Stand an der Fliege, sie angeguckt, aber dann nicht genommen. Ja, ich habe hier so eine, ja, so richtig imitiert das eigentlich nichts. Könnte alles Mögliche sein, was hier auf der Oberfläche rumschwimmt. Ein kleines Insekt oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Brot oder irgendwas, was die einfach interessant finden. Wir haben den Stausee gewechselt, sind jetzt an einem anderen. Der hat extrem niedriges Wasser. Diese Brücke, auf der wir stehen, wo das Auto parkt, das ist normalerweise metertief unter Wasser. Deswegen werden jetzt hier diese ganzen alten Brücken wieder freigelegt. Und ich hoffe, dass wir hier im Schatten von der Brücke vielleicht den einen oder anderen Fisch fangen können. Let's see if the car is locked. There we go. Now let's go to the sharp drop-off. Yeah. On the tree. It's a black bass, I assume. Yeah, it's black. No, it's a zander. Not sure if it's sizable. It's not sizable. Oh, it is. 44 approved. First zander. Not really the size we were looking for, but second cast, so it was 44 centimeters. Let's release it. Lovely, thank you for biting, buddy. There he goes. Ja, vielleicht noch mal eine kleine Erklärung, was ich hier eigentlich mache. Ich bin am Dropshotten. Ich fische dafür eine 2,70 Meter lange Route mit einer relativ weichen Spitze. Das ist von Bullseye eine XS. Ich habe eine sehr dünne Schnur drauf, eine Stroft E1 ist das. Ich glaube, die hat so um die 5 Kilo Tragkraft nur. Und dann ein 0,27er Fluorocarbon mit einem kleinen Einzelhaken. Und dahinter habe ich hier so ein Pintail, das ist der Machobi von Neuke. Und was ich mache, ist, ich fühle damit ganz langsam über die Steine und probiere das Blei nie vom Boden abzuheben, sondern immer nur mit dem Boden zu tasten. Und ja, diese kleinen Mikrovibrationen, wenn das Blei quasi über die Steine springt, reichen, um diesen Pintail zu animieren. Und das scheint heute ganz gut zu funktionieren. Ich habe jetzt die Farbe mal gewechselt. Ich habe jetzt so einen silbernen ran gemacht, weil hier in dem See habe ich gelesen, dass die Fische sich primär von Lauben oder Ukleis ernähren. Und die sind ja auch sehr silbern. Deswegen habe ich hier so einen schön flashigen silbernen ran gemacht. Mal gucken, ob das klappt. Also mein Hauptplan ist eigentlich hier Wertungsfischfang. Also hier eigentlich ging ich von aus, dass hier die großen Fische sind, Sandauer und alles, dass hier die größten beißen. Und dass ich am zweiten Tag erstmal nach Serena fahre und dort das Sudar und dann dort die Wave fange und danach wieder einen Aurelana, um große Fische zu fangen. Und am dritten Tag nach Garcia und danach wieder hierhin an den See, um große Fische zu fangen. Aber das ändert sich. Karpfen, ne? Die Flosse da liegen. Oh! Das ist ein dicker Fisch. Das könnte ein Upgrade sein, obwohl er fühlt sich stärker an, aber der Biss war auf jeden Fall gut. Er ist ein bisschen kräftiger deshalb, aber ich glaube, der ist nicht länger. 34. Nochmal ein kleiner Bärs, 34. Gerade eingefallen, ist natürlich größer als der Hecht. So guys, I will change my lure quickly. A little bit lighter. So right now I was fishing 12, but it's too much. I will go to 7. And I will be using a 12 centimeter Shetty's Slim in a really nice sparkling blue color. This is a color that I trust with my life. It's a really nice color for zander. I really think if you're in the right area, it must be first cast, boom, and a nice one. That one looks very nice. Nicer. It's a picor.
Or a big black bass. A zander does not jump like that. It's stuck. Oh, I have it. Oh! It's a pike. Lucky that I did a steel stinger because it's fully on the stinger. Oh my God, that's an important fish. It's not big, but that's an important fish. Okay. Let's make it nice straight. It's exactly 60. A small pike for me. I'm happy with the pike because this is a good step for the full card. We need a bigger one, but always good to have one on the card. Let's release it. Ton nähert sich der Full Card, denn er hat als erster Angler alle 3 Fischarten. Kein riesiger Hecht, doch der Fisch reicht dem Belgier erstmal für Platz 2. Patrick ist am 4. Spot angekommen. Runde 1, 2.0. So. Also meistens sehe ich die Leute immer auf der Seite fischen. Aber da in diese Richtung geht die Topwater-Strecke. Hallo Fische, ich bin da. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin da, ja, ist in Ordnung. Braucht keine Angst haben, ihr könnt trotzdem beißen. Alles kein Thema. Da war auch einer, hast du gesehen? Ich habe einen, aber der ist klein. Oh, na, vielleicht ein Upgrade. Oh, verloren. Shit. Scheiße. Ich glaube, der war ein Upgrade. Ist ins Kraut gegangen. Aber hier ist wieder eine Ecke, wo die extrem aktiv sind gerade. Der dritte Wurf, dritte Kontakt. Ich fange hier noch mal ein Upgrade. Oh, ich wollte schon längst weg sein, so ein Scheiß. Angler sind doch bescheuert. Den Spaß mal beiseite schieben, das ist ein Turnier. Da hat man keinen Spaß. So, der Spot hat sich erledigt. Da sitzen mehrere Ansitzangler und ist auch sehr unwegsam, also müsst immer hoch und runter gehen. Und geht wahnsinnig tief runter. Ich kann es nicht abschätzen, aber nein, es ist hier 10 Meter plus und dann vielleicht kriege ich dann einen Lucky Punch, einen gefangenen Fisch und der hat dann Trommelsucht und geht kaputt. Nee, das ist, damit kann ich mich nicht anfreunden und deswegen gehe ich jetzt auf die andere Seite, wo es etwas flacher ist, wo das Ufer, glaube ich, schon ein bisschen bekrautet ist. Hoffe, dass ich da aus den Krauten Bass rausgezupft kriege. Und wenn das nicht funktioniert, noch ein bisschen Zeit ist, dann werde ich dort hinten an den Spot fahren und dort den Tag ausklingen lassen. Also entweder jetzt dort oder dort. Eins von beiden wird das Ende sein. Aber nur von diesem Tag. Aber jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Rock climbing is my second name. One of my goals today was a full card to get the stress out. And I think with the pike we have a good chance. We might be able to catch 2 more zander and then we have a full card, I think. No, we need more than 2. 2 or 3, I'm not sure, but anyway, it's possible. Siehst du? 1 Zentimeter. Da sind aber viele Dinge im Grund, die scheiße sind. Zander.
Komm, Amigo, hey, du hast meinen Tag gerettet. Ich hab Fisch. Ich habe nicht geschneidert. Es ist keine Wiederholung. Ich hab's mal wieder zu diesmal maßigen. Ist das geil. Oh mein Gott. So eine schöne Größe. So. Warte mal, das ist jetzt wirklich eng. Ja. Oh. Ich meine, nee, komm, das ist so knapp darunter, 59 Ende. Das ist erreicht. Es ist nicht die 59,5, das ist 59. Okay. Bye bye, my friend. Bye bye. Es geht doch. Auf der anderen Brückenseite dauert es nicht lange bis zum ersten Biss. Und auch wenn es wohl ein Bass hätte werden sollen, Patrick holt sich einen tollen ersten Zander, die offensichtlich flacher zu stehen scheinen, als manch einer glaubt. Ton gönnt ihm seinen ersten Fisch ganz offensichtlich. Patrick caught a fish. He's had a rough day so far, but it seems like he also found him. A zander, 59. Well done. So after this cast, I do one more bit to the left, and then we move to our zander spot. I found something really nice on Google Maps, and we really have to check that out. I think for sure there has to be zander in the area. I hope they want to bite. Ich habe mich entschlossen, die Taktik ein klein wenig zu variieren. Und zwar kombiniert zu fischen, Topwater mit Popper und halt mit einem kleinen Gummifisch am leichten Jigkopf geworfen. Und zwar ist hier am Ufer relativ viel Kraut. Und ich hoffe, dass da irgendwo ein Bass drin steht, der sich durch einen Popper an die Oberfläche locken lässt und da einfach drauf knallt. Und sobald ich das Ufer abgefischt habe, mache ich ein paar Würfe mit Jigge hinters Kraut ins etwas tiefere hinein. Und so arbeite ich mich jetzt ein bisschen am Ufer entlang, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwo den einen oder anderen beißwilligen Fisch finde. Halt egal, ob jetzt Bass, Hecht oder Zander, ich nehme alles. Hallo. Big one? Bass? Perfekt. Jetzt ein High-Risk-Move. Kurz vor Schluss. Also wenn ich jetzt losfahre und wir ankommen, habe ich noch ungefähr eine Dreiviertelstunde zum Angeln. Also eigentlich total bescheuert, was wir hier machen oder was ich hier mache. Aber irgendwie manchmal ist es wichtig, für den Kopf frisches Wasser zu befischen. Und 4 Zander in der Stunde können durchaus realistisch sein. Deswegen ab zum Spot und hoffentlich fangen wir ein paar dicke Zander. Wir sind gespannt, wo und wie Dustin es auf Zander probieren wird. Flo hat seinen Brückenspot unterdessen aufgegeben und ist nun auf Topwater-Mission. Oh, hier ist flach. Ich glaube, da vorne sieht es richtig gut aus. Gucken, das wird bei der Hitze jetzt nicht einfach werden, hier einen Topwater Bass zu fangen. Aber wir probieren mal unser Glück. Jetzt steht hier auch noch der Wind ein bisschen rein. Eigentlich ganz gute Bedingungen, um einen Schwarzbarsch zu fangen. Schauen wir mal. Oh! Sie hat probiert, den Köder zu nehmen. Eine Barbe. Hat ihn nicht reinbekommen. Aber hat sich umgedreht, hat danach geguckt, du. Hoi, hoi, hoi. Und sieht noch die Bugwelle. Cool. Was wäre es, eine Barbe auf Topwater? Das wäre natürlich zu schön. No, it's Fuck. okay, buddy. Beautiful netting. Skills, not really, but we have him. Same color, sparkling blue, but then in the bull T is 9.5. Yeah, it's sizable, but barely. 43. If it was a competition of making the smallest full cord, I think we would be coming close. Small zander, 43 centimeters. Let's release him. Try to get his mother or father.
There he goes. Okay, so they are here. Oh, the netting was so bad. The strike was good. Oh, they don't really hesitate here, that's for sure. Ah! Das wäre Fisch Nummer 2 gewesen. Ja. Kein großer, aber schon Biss. Könnte 30 haben. Knappe Geschichte. Ach, doch nicht. Ja, 33. Ein 33er Biss. Danke, mein Freund. Rein mit dir. Boah, die gehen gut ab. Ob Spot, Technik oder einfach die richtige Zeit? Was es auch ist, Patrick hat den Code nach langem Anlauf offensichtlich geknackt und kann nach dem guten Zander einen ordentlichen Biss nachlegen. Flo hat an seinem zweiten See auch endlich einen Fisch am Haken. Hoppale. Oh nee. Ich kann ihn messen, aber ich glaube, der wird zu klein sein. Das reicht nicht. Ja, es reicht nicht. 25. Oh ja, und weg ist er. Es fehlten 5 cm. Naja, müssen wir weiter fischen. Schade. It's 53. Yeah. The third sander took on a Bulties 9.5 centimeter in the color sparkling blue. There he goes. Nice, huh? Very good. I arrived on a spot where apparently some locals are fishing also. We saw 3 people fishing and I quickly get two zander. So let's continue fishing and try to catch one more. I think we have the full card now, but I'm not completely sure. No, actually we need to catch one more zander, I think. Or I don't know. Let's just catch fish. Kein Problem, Ton, da helfen wir gerne weiter. Ein beliebiger Fisch fehlt noch zur Fullcard. Der Rückstand auf Dustin schmilzt. Der Mann, der heute den besten Start erwischen konnte, hat schon seit einigen Stunden keinen Wertungsfisch mehr einreichen können. Ja, der Plan ging jetzt nach hinten los. Außer dem kleinen Black Bass und dem einen Fehlbiss war nichts mehr. Hier ist relativ wenig Struktur. Ich hatte gehofft, durch die ganzen Bäume, die hier im Wasser stehen, dass da vielleicht der ein oder andere Black Bass drin sitzt. Saß er bestimmt auch, aber hat den Topwater-Köder leider nicht genommen. Wir fahren mal weiter zur nächsten Stelle. Stellenwechsel bei Flo und auch Dustin ist erstmals seit dem Startschuss etwas Auto gefahren. Er hat sich für eine kurze Fahrt entschieden und wechselt das Gewässer heute offensichtlich gar nicht. Das ist hier ein Witz, ne? Aber ich sag euch eins. Man kennt das Gewässer nicht, man weiß nicht, worauf die Fische stehen. Da habe ich lieber alles dabei und ich werde jetzt heute keinen großen Move mehr machen. Deswegen lege ich mir die Routen da unten hin, laufe links, rechts ein bisschen hin und her und dann, wenn ich mal was anderes machen will, nehme ich eine andere Route und bin so flexibel. Irgendein bekannter Angler hat mal gesagt, flexibel bleiben. Ja? Schreibt da mal in die Kommentare, wer das war. Ich wette, es weiß eigentlich jeder. So, letzter Platz. Wir fischen wir es jetzt aus. 1,5 Stunden haben wir noch. Den High-Risk-Move haben wir doch noch mal verworfen. Ich war hier noch nie. Ich habe das beim Vorbeifahren gesehen und dachte, ey, das könnte ganz cool sein. Wird schon, hoffentlich. Ja. Der ist zu klein, da brauchen wir gar nicht großartig zu messen. Also mein bisheriges Learning aus dem heutigen Tag ist, dass in krautfreien Zonen dicke, fette Bass herumschwimmen, die aber keinen Bock haben zu beißen. Und auch nur für Einzelfische und ganz wenige kleine. Und dass anscheinend dort, wo viel Kraut ist, diese schönen Frequenzfische sind, die einfach nur Spaß machen zu angeln. Und da ist halt noch die Frage, ob man vielleicht hier auch einen besseren bekommt.
Bisschen Pech, dass ich das so spät herausgefunden habe, dass ich viel zu viel Zeit heute Morgen ist ja der falsche Begriff, wir haben mittags angefangen. Also sagen wir mal in der ersten Tageshälfte einfach viel zu viel Zeit verloren habe. Aber das gehört dazu. Erst recht, wenn man an einem neuen Gewässer unterwegs ist. Und die es schnell herausgefunden haben, die haben mir ja gezeigt, wie es abging. Aber glaubt mir, das ist jetzt einfach nur purste Erleichterung. Wenn ich sogar schon 2 Wertungsfische habe. Einer sogar bin ich sehr zufrieden mit. Und ja, ein bisschen schon, sagen wir mal, ansatzweise den Code hier geknackt habe, damit ich auch Fische fange. Hecht, ich werde bekloppt, du hast recht. Leute, wisst ihr, was das Bekloppteste ist? Ich sag, ich mache jetzt 3 Würfe mit einem Bladed Jig. Und Erik, der Kameramann, ja, nicht, dass du jetzt noch einen Hecht fängst. Aber irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall hat er gesagt, Hecht. Ein Wurf, Hecht. Das ist ein crazy game. So. 59. Danke, mein Freund. Darfst nach Hause. Ist das krank, ey. So Geschichten schreibt nur das Angeln. Ich meine, das sind keine Riesenfische, aber für mich sind sie gerade gigantisch. Hier war es vom Fox Rage, der Bladed Jig in 12 Gramm in der Farbe Pike müsste das sein. Mit einem Striking-Köder als Trailer. Und zwar, ich glaube, der heißt Blade Minnow. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Farbe, vergiss es. Die habe ich jetzt echt nicht im Kopf. Das ist eine dunkle. Dunkle mit, ist so Pumpkin-Grün mit blauen, violetten Glitter. Ist ein Fischschwanz-Chat, also ein V-Tail, aber vertikal gerippt. Und funktioniert wunderbar als Trailer an solchen Ködern. Also Spinnerbait, Chatterbait. Und hier hat es jetzt auch erstaunlich gut funktioniert. Nicht weltbewegend, aber vielleicht für den einen oder anderen auch eine interessante Info. Ich habe den Biss nicht als Ruck gespürt, sondern einfach nur gespürt, dass die Vibrationen aufgehört haben. Und das ist auch oft ein Zeichen, dass sich ein Hecht von hinten über den Köder schiebt und dementsprechend angeschlagen. Also wenn ihr Köder wie Spinnerbaits, Chatterbaits fischt und ihr habt die ganze Zeit schön die Vibrationen in der Rute, und auf einmal hören die auf, kann Kontakt von Kraut sein, aber auch oft genug ein Biss. Deswegen seid ihr nicht verkehrt beraten, wenn ihr dann anschlagt. Und ihr werdet euch wundern, wie oft tatsächlich danach ein Fisch an der Angel hängt. Komm, jetzt zeig schon her. Alter, sehen die krass aus. Ich hab's dir doch gesagt. Ja gut, dann lass uns los. Die Leute brauchen das Zeug.
Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. Im oberfränkischen Baunach, nördlich von Bamberg, findest du seit 35 Jahren KL Angelsport. Durch stetiges Wachstum hat KL mittlerweile sage und schreibe 10.000 Quadratmeter Betriebsfläche für über 30.000 Produkte. Ursprünglich aus dem Karpfenbereich kommt, gehört KL auch im Bereich Raubfisch mittlerweile zu den absoluten Top-Adressen der Republik und hat mit der Bunahu Fishing Show die letzten Jahre ein Event am Wasser ins Leben gerufen, das Besucher aus ganz Deutschland anlockt. Ohne Verkaufsdruck kann man hier zusammen mit bekannten Anglern am Wasser stehen und Tackle der verschiedenen Hersteller probefischen. Doch auch im Geschäft selbst stehen dir die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter stets mit Rat und Tat zur Seite, damit du genau das Tackle bekommst, das du brauchst, um an deinem Gewässer erfolgreich zu sein. Komm vorbei, Bernd und sein Team freuen sich auf dich. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores. So, wir haben jetzt noch einen letzten Spotwechsel für heute gemacht. Gleiches Gewässer, sind nur jetzt an die Staumauer runtergefahren. Auch hier wieder gelbe Bojenkette, wo die Boote nicht rein können. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch einen maßigen Black Bass fangen können oder vielleicht einen kleinen Hecht. Zander glaube ich nicht, die sind hier nicht ganz so verbreitet wie in den anderen Seen. Mal gucken. Oh, da ist ein Bass. Ein schöner gewesen. I know you're there. Somewhere. Oh, what a bite. Ja. Yes. Und der hat 34. Patrick fängt jetzt auch richtig. Yeah. Boys, I found the trick. Bull tease 12 centimeter. 53.5, so 54 points. Nice hander. Oh, he's so feisty. Let's continue fishing. Oh, Junge, der stand da drunter, wie ich es mir gedacht habe. Klassisch, klassisch. Schissgroßer. Careful for the stones. Okay, it's up. It's bigger. Oh, it's a pike or what? No, it's a nice sander. It's actually really nice. Woo! Very light jig head. You think he wanted it? That's the proper size. Finally. 65 approved. I changed to a very light jig head and a bigger soft bait, so you have a way longer floating moment. Oh, he's landing on my hand. Okay. What a crazy zander. Now we will catch zander. We've been searching for a while, but a bigger soft bait on a light jig is the trick. I think it's filled with zanders here, but I was going too quick with a too small bait. Ton holt sich erst die Fullcard, damit auch die Tabellenführung und kann sie dann mit dem bisher besten Zander der Gruppe ausbauen. Dustin fängt auch, doch der Bass am Steg wird gar nicht erst gemessen. Patrick hat in kürzester Zeit alle 3 Fischarten fangen können und ist wieder voll im Rennen, weiß aber dank Fish Report, dass er auch genau so weitermachen muss. Hey, Ton ist ja mal richtig heftig wieder abgegangen. Schöne Fische, 4 Zander, 65er dabei. Fette Nummer. Respekt, Junge, Respekt. Das ist eine kleine Maschine, der Kerl. Lass nicht auf die Fische loslassen. Hier im Finale haben wir die große alte Maschine, den Dustin, und die kleine junge Nachwuchsmaschine, den Ton. Ja, ein kleiner Fisch, ein kleiner Bass. So klein war er auch nicht, so auf jeden Fall 30 plus, aber eben nicht größer als die, die wir jetzt schon auf dem Board haben. Ja, die Zander, die so einfach sein sollen, weiß ich nicht.
So richtig einfach sind sie anscheinend doch nicht. Zumindest nicht für mich. Die letzte Stunde hat angebrochen. Bei mir ist aktuell Flaute. Habe auch nicht mehr so viel in der Gruppe gesehen. Ich glaube, alle haben es jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, ich würde gerne eigentlich noch mal wechseln auf den Nachbarsee. Der ist hier direkt nebenan. Aber das wird zeitlich nicht ganz hinhauen. Deswegen fischen wir jetzt hier noch zu Ende. Schauen, ob wir vielleicht noch einen Fisch kriegen. Und wenn nicht, geht's morgen weiter. Dass Flo keine Fangmeldungen bekommt, liegt im Falle von Ton und Patrick wohl eher daran, dass sein Handy kein Netz hat. Dustin hat dagegen tatsächlich schon länger keinen Wertungsfisch mehr gemeldet. Zeit läuft, aber ich brauche noch ein paar Fische. 4 Zander würde ich jetzt gerne nehmen. Überlege, ob ich da noch vorbeigehe. Aber mein Spot scheint beliebt zu sein, da sitzen schon 2 weitere Angler. Ja, gucken wir mal. Okay, wir wechseln auf den Jig. Scheiß drauf. Fisch. Oh, Bass. Das, was ich nicht wollte, egal. Mal gucken, ob du ein Upgrade bist, aber ich glaube ja eher nicht. Oh, guck mal. 37er. Dann war der eben doch größer. Ah, 37er Barsch. Barsch sage ich schon. 37er Bass. 2 Zentimeter mehr oder sogar 3. Also schnell zurück und Zander fangen. Oh, sorry. Der wollte schneller zurück, als ich dachte. Reporten, weiter geht's. Oh. Yeah, I have it. That's a big one. That's a big one. Oh my God, it's a stone. Oh, I'm so tired. That's my worst experience so far. Problem is, it was attached to a rope, so it was... Cameraman is just laughing at me full time. Oh, das war ein guter. Verdammte Scheiße. Erster Wurf mit dem Salmo Rattling Pop. Auch ein super geiler Popper. Hat mich gewundert, dass er heute noch keinen Fisch gebracht hat. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist dunkel, it's time for the Black Mamba. Schwarz bildet den geilsten Kontrast gegen den Himmel. 41,5, also es ist ein 42er. Oh, Dicky. Salmo Rattling Pop. Schwarz bildet den geilsten Kontrast. Ist ein Topwater-Köder. Die Fische kommen von unten nach oben. Deswegen in der Dämmerung das Beste, was man machen kann. Probiert's aus und fangt sie. Patricks bester Wertungsfisch des Tages bringt ihm 84 Zähler plus 10 Topwater-Punkte. Er arbeitet sich auf Platz 3 vor und liegt nun nur noch einen Platz hinter Dustin, der für die Full Card weiterhin 2 Zander braucht. Ah, da sind sie. Ah, nicht die Größe, die ich wollte, aber der Zielfisch, den ich brauche. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Weiß ich, 48 oder so. Hat den schön genommen. Richtig schöner Biss auf unserem Venom. Und jetzt lege ich mir den Cache auch gleich wieder runter, weil wenn man Einzelhaken fischt, dann kann man die auch getrost cachern. So, Zander sind da. Scheinbar nicht die größten bis jetzt. Da. Über 46, Schiedsrichter. 1,5. 47. Jo.
47er Fritte. Aber ich muss sagen, ich bin auch damit happy. So, tschüss mein Guter. Umdrehen, umdrehen, umdrehen und dann los. Ja, genau. Und los, und los. Andersrum. Jawohl. Der hat sogar sauflach gebissen. Und hier auf Höhe des Boots gebissen. Also höchstens auf 1,5 Meter Wassertiefe. So, der wird mich nicht weit bringen. Aber es ist eine Erkenntnis, dass das auf jeden Fall funktioniert. From what I heard, normally if you find the zander, there are plenty. And I think there are plenty here. Gerissen. Schöner Biss. Neues Fluorocarbon vormachen oder warte, ich angel einfach mit einer anderen Route. Kein Abzug auch, also kein Abzug der Zeit, weil nicht das Vorfach gerissen ist, sondern die Hauptschnur. Trotzdem sehr ärgerlich, vor allem für den Fisch. Aber Zander scheint hier zu sein. Und ja, schnell einen neuen FG-Knoten und geht's weiter. Big one. I mean, not giant, but big enough. For sure. Yeah, big enough. Whoa, it's so black. Crazy. Look how black it is. Boy, do you think he likes it? Look how black it is. What a wonderful fish. Really nice black zander. Very hard strike on the bull teeth, 12 centimeter. And let's see how long he is. Let's find some area straight here in front of the rocks. As straight as it can be here. I think it's 60. Got him. Really nice zander, 60 centimeters. Let's release him. What a black zander. Really cool, almost spawning colors. There he is going. And that was what we needed. Few decent zanders. Ton hat heute bisher mit Abstand die meisten und auch die besten Zander gefangen. Flo, der im Halbfinale beim Zanderangeln brillierte, ist mittlerweile der einzige Angler, der noch keinen Fisch dieser Sorte in der Wertung hat. Mittlerweile hat er auch mitbekommen, dass es bei den Konkurrenten doch gar nicht so schlecht läuft. Ja, wir haben gerade wieder ein Netz reinbekommen, bei den anderen läuft es deutlich besser. Dass das Gewässer hier schwierig ist, habe ich mir fast gedacht. Einmaßigen Fisch wollte ich hier fangen, hat jetzt nicht geklappt. Fischen jetzt mal die letzten Minuten noch aus, aber das Wasser ist sehr grün, man sieht kaum Beutefisch, also ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Schauen wir mal. So, 10 Minuten raus gewesen, naja nicht ganz, jetzt bin ich zurück im Game. 45 Minuten habe ich noch. Hier fische ich den Köder auf 2 Weisen. Wenn ich rauswerfe, volle Wurfdistanz, habe ich genug Tiefe, um noch zu jiggen. Und dann, wenn ich hier ans Ufer komme und ich merke, dass die Absinkphase zu kurz ist, fange ich an, den einfach einzuleiern. So hatte ich auch die 2 Fische gerade. Also den einen, den ich leider abgerissen habe und den ich gefangen habe, hatte ich auch beim Leiern. Der erste Biss kam beim Jiggen und die letzten beiden beim Leiern. Was ihr auch offen machen könnt, wenn ihr werft und die maximale Wurfdistanz haben wollt, Bügel auf und kontrolliert absinken lassen. Und die Schnur beobachten. Wenn die nach vorne schießt, das passiert ja auch natürlich manchmal, dann wisst ihr, ihr habt in der ersten Absinkphase schon einen Biss gehabt. Viel Theorie, jetzt muss mal die Praxis kommen und einen Zander beißen. Schlag um Schlag.
Oh, oh. 50 approved. Zander of 50 centimeters. Let's release him. Minuten noch. Genug Zeit für einen dicken Zander. Fisch. Full Card. Darauf lässt sich am nächsten Wettkampftag doch aufbauen. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, würde ich sagen, ey, wir wechseln den Spot, weil wir sind hier im Kindergarten angekommen. Aber wir haben nicht mehr Zeit. Und der hat über 0,5, also 51. An den Zandergrößen können wir arbeiten, muss ich sagen. Found them. Oh, it's a small one and landed. Even the small ones, they take it fully inside. It's again 50. Oh, whoa, 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 whoa. Bye bye. Let's catch another one. Fühlt sich ein bisschen besser an. Ein Upgrade könnte schon sein zum 47er. Nicht schlecht. Ach, guck mal, der ist sogar größer, ne? So 52, siehst du? Ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man. Ne? Dustin hat die Zander gefunden und auch wenn ihn die Größen noch nicht so glücklich machen, reicht diese Fullcard erstmal für die Tabellenführung. Gibt es noch einen allerletzten Fisch an Tag 1? Ein Handy dabei, das piept, wenn es vorbei ist. How much time? Ja, oh, fuck. Letzte Minute, letzter Wurf. Oh, der war groß. Fuck. Oh, der war gut. Tja, ich darf jetzt sagen, was ich von dem Tag halte. Tja, was meint ihr, Leute? Was halte ich von dem heutigen Tag? Ganz einfach. Von zu okay, bin zufrieden. Besonders wenn man bedenkt, dass ich alle Fische in den letzten 2 Stunden gefangen habe, bin ich damit sehr zufrieden. Als Gesamtresultat, Full Cut wäre machbar gewesen. Aber ich weiß, wo ich hin kann, um mit ein bisschen Glück noch einen Zander zu fangen, um meine Bass abzugraden, Topwater voll zu machen. Für morgen nehme ich euch zu 99,9% erstmal auf die Barben, weil darauf bin ich heiß wie Frittenfett. Ich habe ja in der App gesehen, dass gut gefangen wurde. Ich hoffe, es hat euch allen auch Zuschauern gut gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Und nochmal Petri, an meine lieben Angelkollegen und euch allen Allzeit-Headlines. Haut sie raus. Ich bin durch. Ich will noch fressen, was trinken und schlafen. Stark gestartet und stark nachgelassen. Schade. Der Stauseewechsel war, glaube ich, keine gute Entscheidung. Vielleicht hätten wir am anderen noch ein paar mehr Fische fangen können. Nichtsdestotrotz wissen wir, ja, dass es hier nicht so einfach ist. Ja, und der Plan für die nächsten Tage, ich denke mal, morgen werden wir an den Hauptsee, an den Orellana fahren und da unser Glück versuchen. Hoffentlich einen Zander fangen, mit Glück ein Hecht. Und wenn noch ein schöner Schwarzbarsch dabei ist, dann auch super. Aber ich denke, wir werden uns so ein bisschen auf Zander und Hecht konzentrieren. Also ein bisschen größere Köderfische, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Zusätzlich natürlich schauen, dass wir die Topwater-Punkte noch irgendwie füllen mit Schwarzbarschen hoffentlich. Ja, und am letzten Tag schauen wir dann mal, ob wir aus allen Seen einen Fisch haben oder irgendwo noch mal hin müssen, um die Explorer Points einzusammeln. Mal sehen. First of all, I can say it was a very warm day. We had some bad luck on the topwater fishing, but luckily we caught some nice sanders in the end and a small pike to complete our full card. So tomorrow and the day after we only have one big plan: catch big pike and big black bass. Zander fishing, unless tomorrow is a crazy day, zander fishing we will not do anymore. So as I said, that was it. Let's start the drive home and eat something. Very hungry. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Tag. Heute Morgen war super, super zäh. Aber ich habe einen sehr wichtigen Fisch fangen können, der noch wirklich am Ende auch wichtig sein könnte. Der Hecht, der 96er. Und jetzt geht es für mich daran,
morgen auf jeden Fall ein weiteres Gewässer abzuhaken für die Explorer Points und ja, abzugraden. Mal gucken, ob das klappt. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank für die netten Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein, ich gehe jetzt pennen. Ein sehr fischreicher erster Tag geht zu Ende. Flo hatte den besten Start, jedoch den bescheidensten Nachmittag, wodurch er auf Platz 4 zurückfiel. Für Patrick lief es genau andersherum. Er fing alle seine Fische im letzten Tagesviertel und übernachtet auf 3. Ton und Dustin konnten bereits an Tag 1 alle 8 Fische für die Full Card holen, doch auch sie können bzw. müssen durch Upgrades und Extrapunkte noch viele Zähler sammeln, um eine Medaille oder gar den Pokal mit nach Hause nehmen zu dürfen. Wir hoffen, dass euch diese XXL-Folge gefallen hat, ihr uns entsprechendes Feedback in den Kommentaren hinterlasst und freuen uns, wenn wir euch am kommenden Sonntag um 18 Uhr wieder nach Spanien entführen dürfen. Es bleibt fischreich und es bleibt spannend. Ciao!